Herzlich willkommen bei Urban Gardening XXL. Und heute sind wir zu Gast bei dem Palmenmann. Hallo. Hi. Ja, eine Frage, die unsere Zuschauer ja ganz häufig haben, ist, wie bekomme ich meine Palme wirklich über den ganzen Winter? Geht das überhaupt? Ja, das geht. Das geht. Geht es dann mit allen Palmen oder gibt es nur bestimmte Palmen? Die Es man gibt da bestimmte Palmen, die aus den, meistens aus dem Mittelmeerraum kommen, also mediterranen Raum kommen. Die sind an kalte Temperaturen gewöhnt. Sie vertragen starke Fröste bis leichte Fröste. Die Hanfpalme zum Beispiel kommt ursprünglich aus dem Himalaya, aus dem Hochgebirge und kann Temperaturen bis minus 17 Grad aushalten. Ah, wow. Das heißt, ich brauche meine Palme eigentlich gar nicht weiter präparieren, sondern sie wirklich in meinem Garten den ganzen Winter überstehen lassen. Also in Dortmund, Ruhrgebiet, funktioniert es meistens so, dass man gar keinen Winterschutz machen muss. Wenn man jetzt zum Beispiel weiter südlich wohnt oder zum Beispiel weiter östlich, wo es schon mal minus 20 Grad werden kann, sollte man schon ab Temperaturen von minus 8, 9 Grad, die dauerhaft sind über mehrere Tage, sollte man einen Winterschutz machen, um die Pflanze ein bisschen zu schützen und ein bisschen gegen diese kalten Temperaturen gegenzuwirken. Und wie macht man das? Also es ist ganz einfach, es geht auch rucki zucki. Man muss die Wedel hochbinden, das vereinfacht hinterher auch die Fließhaube rüber zu bekommen. Ich nehme meistens dafür Paketklebeband, das rutscht nicht runter, wenn es regnet oder windig ist. Man kann aber auch einen Bindfaden nehmen oder eine Schnur und bindet sie zu hoch. Man kann, wenn es wirklich kälter wird, minus 20 Grad, kann man mit einem Heizkabel arbeiten. Das bringt so 4-5 Grad Temperaturunterschied unter dieser Fließhaube und das wickelt man halt um das Herz, ein bisschen um den Stamm und dann wirft man es halt kreuz und quer über die Krone und dann kommt hinterher diese Fließhaube drüber, man zieht sie uns zusammen, man macht den Reißverschluss zu und dann ist die Pflanze super für den Winter vorbereitet. Also man sollte auch wirklich die Pflanze nur einpacken, wenn es wirklich kalt ist und dauerhaft kalt ist. Es ist diese langfristigen oder kurzfristigen Fröste sind nicht so schlimm wie ein langanhaltender Frost. Zum Beispiel mal eine Nacht minus 10 ist nicht so schlimm wie eine Woche lang minus 5. Zum Beispiel. Also die Dauer ist wichtig. Also man sollte die Pflanze nicht zu früh einpacken und wichtig ist auch, wenn die Frostphase wieder vorbei ist. Wir haben das ja oftmals, dass im Dezember mal kalt wird, dann wird es wieder warm. Wir hatten schon mal Weihnachten plus 15 Grad. Da sollte man die Pflanze zumindest wieder ein wenig auspacken, wie zum Beispiel den Reißverschluss aufmachen, ein bisschen, dass Licht und Luft rankommt. Man muss sie nicht komplett wieder auspacken. Und wenn es dann wieder kalt wird, kann man es wieder zumachen. Also das bedeutet, Pflanzen brauchen Pflege. Ja, und wir haben für euch die Pflegetipps für jede Palmenart auf unserer Webseite urbangardeningxxl.com. Vielen Dank, dass wir bei dir sein durften, Palmenmann. Ja, Gerne. Danke dir. Und euch danke fürs Einschalten. Bis bald.